Ja und Nein Fragen. Im heutigen Video lernst du, was du bei der Wortstellung beachten musst, denn hier steht das Verb nicht an Position 2. Und du lernst die 3 Antwortmöglichkeiten auf eine Ja-Nein-Frage. Du hast richtig gehört, es gibt 3. Nicht nur Ja und Nein, sondern auch noch eine dritte. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik immer einfach, kompakt und für jeden verständlich. Heute geht es um die Ja-Nein-Fragen. Als erstes, was sind Ja-Nein-Fragen? Wie es der Name schon sagt, sind das Entscheidungsfragen. Also du musst hier eine Entscheidung treffen. Entweder Ja oder Nein. Also, rein theoretisch gibt es diese 2 Antwortmöglichkeiten. Aber mit der Hilfe von meinem E-Book zeige ich dir jetzt auch noch die dritte. Ja-Nein-Fragen sind also die Fragen, wo du dich immer entscheiden musst. Du hast hier 3 mögliche Antworten, nämlich Ja, Nein und auch das Doch. Wann genau du das Doch benutzen musst, dazu kommen wir gleich noch. Als erstes zeige ich dir noch, wie die normalen Ja-Nein-Antworten funktionieren. Die benutzt du nämlich immer bei sogenannten positiven Fragen. Positive Fragen sind Fragen ohne Verneinung. Also zum Beispiel, kommst du aus Berlin? Du kannst entweder sagen, ja, sicher, oder nein, irgendwo anders her. Machst du Sport? Ja, 3-mal pro Woche, oder nein. Fährst du morgen nach Berlin? Ja oder nein, erst übermorgen. In dieser Frage ist keine Verneinung. Das sind die sogenannten positiven Fragen. Und hier antwortest du mit Ja oder Nein. Und die negativen Fragen sind die Fragen mit Verneinung, wie zum Beispiel, magst du Lisa nicht? Nein, ich mag sie nicht. Oder doch. Und das bedeutet dann, ich mag sie. Also wenn du hier schon eine Verneinung drin hast, ist das Nein im Prinzip die Bestätigung davon. Aber wenn du hier Ja sagen würdest, gibt es ein Problem. Denn wenn du hier mit Ja antwortest, ist es nicht klar, was du meinst. Magst du Lisa nicht und du antwortest Ja, bedeutet das in der Regel auch, dass du Lisa nicht magst, denn du bestätigst das nochmal. Dementsprechend musst du hier doch benutzen. Doch, ich mag sie. Du kannst natürlich auch sagen, ja, ich mag sie. Wenn du Englisch zum Beispiel sprichst, ist das wahrscheinlich die Variante, aber besser, wie es Muttersprachler machen, ist auf jeden Fall es mit doch zu machen. Dann brauchst du auch den Satz dahinter nicht. Das bedeutet schon, dass du mit der Verneinung, mit dieser Frage nicht übereinstimmst. Denn eine negative Frage gibt im Endeffekt immer schon eine Antwort vor, nämlich das Nein. Wenn du dem aber nicht zustimmst, dann nimmst du doch. Zum Beispiel auch, machst du keinen Sport? Nein, nie. Oder doch, 3-mal die Woche. Hier, das impliziert schon, dass du keinen Sport machst. Wenn das stimmt, dann ganz einfach Nein. Wenn das aber nicht stimmt, dann antwortest du mit doch. Genauso, fährst du nicht nach Berlin? Nein, ich fahre nicht nach Berlin. Oder doch, übermorgen. Hier alle 3 Fragen implizieren immer schon, dass du Lisa nicht magst, keinen Sport machst oder nicht nach Berlin fährst. Wenn du dem zustimmst, dann nein. Wenn du dem nicht zustimmst, dann benutzt du doch. Jetzt noch am Ende die wichtige Wortstellung, denn bei den Ja-Nein-Fragen musst du ein bisschen aufpassen, denn bei Ja-Nein-Fragen steht das Verb nicht auf Position 2, sondern, Achtung, auf Position 1. Denn hier ist das Verb nämlich das Wichtigste, die wichtigste Information, deswegen geht diese auf Position 1. Kommst du heute zur Party? Hier ist das Subjekt dann logischerweise an der 2. Stelle. Es tauscht den Platz mit dem Verb und dann ist das hier eine Ja-Nein-Frage. Kommst du heute zur Party oder auch geht er morgen arbeiten? Du wirst hier sicher anmerken, kann ich das nicht auch anders machen, ganz normal? Du kommst heute zur Party und dann am Ende meine Stimme heben. Also, du kommst heute Abend zur Party. Ja, das geht.
denn in vielen anderen Sprachen geht es nur so, weil du die Wortstellung einfach nicht ändern kannst. Auf Spanisch oder ich denke auch auf Englisch, weiß ich nicht, bin ich gerade nicht sicher, ist auch nicht wichtig. Das geht natürlich mit der Betonung, aber wenn du Missverständnisse vermeiden willst, empfehle ich es dir auf jeden Fall mit dem Verb an erster Stelle, weil dann ist es, auch wenn du es vielleicht nicht 100% perfekt betonst, immer eine Frage und wird auch immer als Frage verstanden. Du kannst auch Fragen mit der Betonung oder mit dem Erhöhen der Stimme zum Ende des Satzes, der Frage, aber wenn du mit deiner Aussprache noch nicht so ganz sicher bist, mach es auf jeden Fall so. Mit dem Verb an erster Stelle: kommst du heute zur Party, geht er morgen arbeiten. Dann ist es eigentlich egal, wie du es betonst, es ist immer eine Frage und kann definitiv keine Feststellung sein. Verstehst du jetzt die Ja-Nein-Fragen? Das solltest du ganz eindeutig mit Ja beantworten. Und wenn du trotzdem noch Fragen hast, dann einfach hier einen Kommentar unter dieses Video schreiben und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder, wenn ich dir die W-Fragen erkläre, also die offenen Fragen, wo du alles antworten kannst, außer Ja, Nein und Doch.